Heute zeige ich dir, wie du Dieselpest auf deinem Boot selbst beseitigen kannst. Ich bin vor 2 Jahren selbst in die Situation geraten auf unserem vorherigen Boot. Das war auf Ibiza. Irgendwann ist der Motor einfach ausgegangen und ließ sich nicht mehr starten. Und ich musste auf einmal mit dieser Situation umgehen, habe dann aber festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist. In diesem Video zeige ich dir, was ich gemacht habe und was du machen kannst, wenn du in die Situation gerätst. Ich bin Christoph, der Bootsschrauber, und seit 7 Jahren und 3 Booten schraube ich alle meine Boote selber. Das heißt, ich bin einfach ein Macher. Das kann auch falsch sein, was ich tue. Ich bin also vor 2 Jahren abends kurz vor einem Gewitter und nahe an einer Steilküste in die Situation gekommen, dass mein Motor plötzlich die Drehzahl nach oben und unten geschwankt ist. Irgendwann ist der Motor dann komplett ausgegangen, ließ sich nicht mehr starten und ich bin langsam auf die Steilküste zugetrieben. Mich hat dann zum Glück ein freundlicher Spanier abgeschleppt in die nächste Bucht. Dort habe ich das Gewitter erlebt und bin ziemlich ratlos zurückgeblieben, weil mit Motoren und mit Dieselpest hatte ich eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ich habe mich dann zum Glück daran zurückerinnert, dass ich vor der Abfahrt in Hamburg den Dieseltank hatte reinigen lassen und was die Profis eigentlich gemacht haben. Die hatten 2 Wägen mit. Auf einem war das Pumpenelement installiert und die Filter. Und dann hatten sie noch einen riesigen Tank drin und sie haben nichts anderes gemacht, als meinen Tank leer zu pumpen, dabei den Diesel zu filtrieren. Danach haben sie mir eine Öffnung in den Tank geschnitten, eine Revisionsöffnung, haben den Tank innen mechanisch gereinigt. Das heißt, sie haben ihn erstmal mit einem Industriesauger ausgesaugt, haben ihn dann händisch ausgewischt und haben ihn zum Schluss noch mit einem Alkohol oder einem anderen Reinigungsmittel innen komplett sauber gemacht, dass die Dieselpest, also dieser Schleim der Bakterien und Hefen, dann auch komplett entfernt war. Und habe dann eben festgestellt, naja, was ich brauche, ist ein bisschen Dieselschlauch, ein bisschen Filter und eine Pumpe und natürlich ausreichend Tankkapazität, um den Diesel auszupumpen. Also habe ich mir angefangen, eine Liste zu machen und mich darum zu kümmern, wo ich das dann bekommen kann. Ich habe mir eine Tasche gepackt mit verschiedenen Sachen, habe eine Einkaufsliste gemacht, was ich jetzt alles brauche, Einwegfilter und so weiter, und fahre jetzt heute nach Ibiza Stadt. Fahre ich mit dem Bus, dauert eine Weile und hinter mir ist das Dingi bereit. Jetzt hatte ich also Dieselpest im Ausland, in Spanien, auf Ibiza, alleine vor Anker. Und ich musste jetzt die Ersatzteile besorgen, die ich dafür brauche. Das heißt, ich war damit konfrontiert, dass ich erstmal die Sprache nicht spreche, dass ich kein Auto habe zum Einkaufen, dass ich erstmal in die nächste Stadt fahren muss mit dem Bus. Das dauert lange. Also erstes Ziel ist Autoersatzteilgeschäft, weil da müsste ich eigentlich alles kriegen, was ich brauche. Und das zweite Ziel, wenn ich da nicht fündig werde, wäre dann der Marine-Shop. Ich habe mir dazu erstmal Fotos gemacht von den Produkten, die ich brauche. Die habe ich im Internet erstmal gesucht und habe mir nur Screenshots davon gemacht. Dann habe ich mir dazu noch die spanischen Begriffe rausgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, wenn du in einen Autozubehörladen gehst, dann kann es gut sein, dass die Leute kein Spanisch können. So war es dann auch. So, ich habe jetzt alles gekriegt im Autoladen, was ich brauchte. Das ist schon mal super. Filter und Schläuche und Kanister und eine Elektropumpe. Und dann fahre ich jetzt mal wieder zurück. Wenn ich mich beeile, kriege ich den nächsten Schnellbus. Deswegen war es sehr sinnvoll, dass ich die Screenshots mit hatte. Die Fahrt nach Ibiza Stadt hat alleine schon 2 Stunden mit dem Bus gedauert. Dann mit dem Dingi muss man auch noch hin und her fahren. Und ich kam dann abends ziemlich erschöpft wieder zurück. Und so ist schnell auf Langfahrt auch mal ein ganzer Tag weg, wenn man irgendwelche Ersatzteile sucht. Hast du schon mal auf Langfahrt verzweifelt versucht, ein Ersatzteil zu besorgen? Was hast du dabei erlebt? Schreib's mir in die Kommentare. Was habe ich gekauft und was ist der Plan? Also einmal Kanister leer. Ich habe insgesamt jetzt mit dem 70 Liter leere Kanister und ich habe 70 Liter im Tank. Dieselschlauch, eine Inline-Dieselpumpe, also so eine, die mir kaputt gegangen ist, eine Treibstoffpumpe. Dieselfilter. Ich habe ein neuen komplettes Dieselfilter-Element gekauft und der hat hier eine Pumpe drauf. Und er hat ein Schauglas unten und das habe ich nämlich bisher nicht gehabt und er hat hier unten eine Öffnung, wo ich direkt unten Wasser ablassen kann. Das hat meiner nämlich direkt am Motor nicht. Was ich jetzt vorhabe ist Dieseltank, dann Schlauch, dann diesen Filter, also praktisch als Vorfilter vor dem Motor und hinter dem hier, dahinter kommt die Pumpe, die Förderpumpe. Das heißt, dass die Pumpe gar keinen Dreck mehr abkriegt, weil das vorher hier rausgefiltert wird, genauso wie das Wasser. Und dahinter kommt dann praktisch die
die Hauptfiltereinheit vom Motor. Nachdem ich also die ganzen Ersatzteile und Bestandteile bekommen habe, die ich brauchte, habe ich mich daran gemacht, das im Boot einzubauen und das bei 35 Grad im Boot, denn es war Hochsommer. Übrigens, alles, was ich hier dir gezeigt habe, verlinke ich dir auch unter dem Video, da kannst du es dann auch stellen. Das Zusammenbauen der Bestandteile ist relativ einfach. Man muss nur die Dieselleitung an einer Stelle unterbrechen, also eine Schelle lösen und abziehen. Und alles, was du dann tun musst, sind eigentlich nur die Schläuche miteinander verbinden, die Pumpe dazwischen schalten, den Filter dazwischen schalten und dann natürlich die Pumpe noch verkabeln. Das Verkabeln habe ich mit Kabelschuhen gemacht und einem 12-Volt-Stecker und mit Vago-Klemmen. Also sehr provisorisch, das hat aber funktioniert. Und die Pumpe habe ich dann auch eingebaut gelassen. Wir haben hier von unten kommend die Leitung vom Tank, von dem eingebauten Haupttank. Und der geht jetzt hier an den neuen Gehäuse dran mit dem Filter und mit dem Glaseinsatz und hier mit der Handpumpe. Mit der habe ich natürlich vorher hier unten den Glasbehälter gefüllt. Und der geht hier raus in die 12 Volt Inline-Förderpumpe rein und hat dann hinten einen Schlauch, der im Moment jetzt hier oben in den Kanister reingeht und der wird später dann an diesen Filter angeschlossen, an den eigentlichen Hauptfilter. Jetzt würde mich interessieren, welche Erfahrungen hast du denn mit Dieselpest gesammelt? Aber warum mache ich das eigentlich? Ich will den Tank leeren, weil der Tank hat Dieselpest und deswegen filtere ich jetzt durch diesen Filter, Handkanister. Und wenn dann der Tank soweit leer ist oder fast leer ist, dann werde ich mir mal angucken, wie ich mit der Dieselpest umgehe, weil die muss ja auch noch. Aber jetzt muss der Tank erstmal leer. Genau. Diese Inline-Pumpe, die bleibt dann auch drin. Ich habe das jetzt mit so einem 12-Volt-Stecker provisorisch verbunden und werde jetzt hier Strom drauf geben. Dann lass mir bitte ein Like und ein Abo und vor allem teile das Video. So, die 12-Volt-Pumpe läuft jetzt und ich habe das hier oben mit einer Klemme festgemacht. Wenn ich das jetzt mal löse und vorsichtig raushole, dann sieht man, dass hier der Diesel durchläuft. Und so möchte ich jetzt eben den Haupttank leer machen. Das hier bleibt später drin, genauso wie das hier. Und das wird von dort eben zu dieser kleinen Vorförderpumpe mit dem Hebelchen gehen und dann auf den Original-Hauptfilter vom Motor. Und das lasse ich dann auch so drin. Und die wird aber nur angeschlossen, wenn ich den Motor entlüften will oder wenn ich zum Beispiel mal abpumpen will, weil ansonsten hat die keine Funktion. Ansonsten bleibt die einfach nur dazwischen sitzen und ist auch nicht verkabelt. Mich interessiert eigentlich, wie sieht es im Tank aus? Und das machen wir jetzt mal. Das Ärgerliche an Dieselpest ist, dass es immer dann auftritt, wenn man es überhaupt nicht brauchen kann. Nämlich meistens bei einer Hafeneinfahrt kurz vorm Gewitter, an Klippen oder sehr gerne, wenn die Welle hoch ist, weil dann kommen nämlich diese Schwebeteilchen im Tank erst in Bewegung und können dann eben auch angesaugt werden und setzen dann den Dieselfilter zu, was dann dafür führt, dass der Motor nicht mehr ausreichend Diesel bekommt und das führt dann zu diesen Drehzahlschwankungen. Ich würde dir also empfehlen, bevor du auf Langfahrt gehst, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass du eine Revisionsöffnung im Tank hast und dass der Tank auch einmal gründlich gereinigt wurde. Also man sieht noch nicht so arg viel, doch. Wenn man genau hinsieht, sieht man unten so einen dunklen Schleier, aber es steht noch zu viel Diesel drin. Als ich den Tank komplett leer hatte, hatte ich eine schwarze Schicht und einen schwarzen Schleim am Boden des Tanks. Das habe ich dann erstmal mit Küchenrolle ausgewischt, habe es dann mit Benzin noch gründlich gereinigt, den Tank, und habe dann meinen bereits filtrierten Diesel wieder eingefüllt und ihn natürlich ja mit einem Biozid, in meinem Fall Grotamar 82, versetzt. Es geht aber auch um Liquimoli oder ähnliches. Und wenn dich interessiert, wo wir sind, was wir sonst noch alles erleben, dann kannst du gerne auf Hafenkinoblog vorbeischauen. Das verlinke ich dir auch unter dem Video. Das ist unser Segelkanal, da kannst du sehen, wo wir unterwegs sind. Wenn du den Diesel wieder in den Tank eingefüllt hast und ihn mit dem Biozid versetzt hast, dann solltest du unbedingt, bevor du versuchst, den Motor zu starten, auch noch die Filter tauschen, weil die sind ja jetzt vom Filtrieren noch kontaminiert. Die solltest du also auch tauschen und du solltest, wenn du das Biozid beifügst, die Schockdosierung machen, also die hochkonzentrierte Dosierung, um die Bestandteile, die ja wahrscheinlich immer noch in Mikropartikeln vorhanden sind, eben auch abzutöten.
Und damit der Diesel überhaupt erst wieder starten kann, muss der Motor natürlich entlüftet werden. Das ist aber auch nichts Besonderes. Das zeige ich dir in einem der nächsten Videos, wie das geht. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich. Schau dir das Video an.